Aller guten Dinge sind drei. Ein drittes Mal geht es ran gegen Leipzig. Wir haben ja schon einmal im Pokal, einmal in der Liga verloren. Beides mal 2-1, beides mal aber zu Hause. Jetzt bin ich gespannt, vielleicht gewinnen wir ja 2-1 hier in Leipzig. Mit unserem neuen Granateninnenverteidiger aus Japan, und zwar Ishii. Der ist Linksfuß, der spielt natürlich auch heute. Der hat eine 68, das ist unser bester Verteidiger in der Innenverteidigung. Da ist er, der Ishii. Jetzt am Ball, glaube ich, müsste er sein, genau. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, der wird eine richtig, richtig gute Karriere hinlegen. Der ist schon ganz viel wert. Wie gesagt, wenn der beste Spieler ist mit seinen jungen Jahren hier. Von dem erwarte ich mir vieles. Und ich habe gedacht, komm, gegen Leipzig, da haben wir sowieso nichts zu verlieren. Da können wir auch ein bisschen ausprobieren. Die spielen wieder mit ihrem 4-2-2-2, mit Son, mit Openda, mit Ouedraogo. Also mehr als verlieren können wir heute gar nicht. Von daher, vielleicht gibt es aber heute eine kleine Überraschung. Und wir gewinnen jetzt endlich mal gegen Leipzig in der Saison. Wir probieren auf jeden Fall alles. Wir sind wieder gut in der Spur. 2-1-0-Siege gegen Hoffenheim und gegen Mainz. Deswegen sind wir momentan auch gar nicht so schlecht drauf. Und die Leipziger können ja auch mal einen schlechten Tag haben, aber bestimmt nicht gegen uns. Wenn wir hier antreten, haben die immer einen Sonntag. Aber mal gucken jetzt mit dem 4-3-3. Vielleicht können wir sie ja dadurch auch ein bisschen mehr auseinanderziehen und ein bisschen mehr vor Probleme stellen. Das ist so die Hoffnung, die ich habe. Ja, und die kommen aber schon wieder. Über Elmas. Die skillen hier, was das Zeug hält. Warum auch nicht? Gertruida vielleicht auch nochmal einen Skill auspacken. Nee, Ouedraogo. Oh, da ist Heung-Min Son. Den hätte ich halt auch gerne. Aber, tja, warum auch immer, ist er nicht zu bezahlen. Aber wir haben jetzt Platz. Hinter der Abwehr. Godowski gut gemacht, aber Gertruida ist schon wieder da. Aber wir haben den Freiraum. Ich habe gesehen unten auf der Map, auf der 3D-Map, dass wir da Platz hatten hinter der Abwehr, wenn wir es denn schnell machen. Jetzt kommt Ishii hier gegen Son. Und Openda mit der ersten Chance abgefälscht, aber Sinamoi hat den Ball. Aber es sieht ganz gut aus eigentlich. Bislang so die erste Viertelstunde machen wir das gar nicht so verkehrt. Godowski wird wahrscheinlich das Laufduell verlieren gegen Gertruida. Ja, schon alleine aus physischen Gründen. Ist da nicht viel zu. Nachher und Friedrichsson vorne für Philipp, weil ich gedacht habe, heute mal, wenn wir denn zu Flanken kommen, brauchen wir vorne einfach einen Kopfball starken. Da ist Philipp nicht der Mann für. Aber momentan, sieht es ganz gut aus. Abseitsfalle funktioniert nicht so ganz. Wir spielen uns aber auch die Bälle hier zu, das ist die wahre Pracht. So, einfach von hinten raus kombinieren. Das, was uns auch eigentlich stark gemacht hat. Oh, Wanner, wenn er den bekommt, hat er die ganze Bahn für sich alleine. Aber aufgepasst, Leipzig kommt lieber Openda. Aber Partov ist dazwischen, der nicht spielt, sondern Collins ist es, glaube ich. Nee, Partov ist es. Nee, dann habe ich doch Collins mal auf die Bank gesetzt. Für unseren neuen Japaner, Ishii. So, und Listesch. Ja, Leipzig steht hoch. Die attackieren uns schon kurz hinter der Mittellinie. Aber das ist natürlich dann für uns die perfekte Gelegenheit, solche Chipbälle zu spielen hinter die Abwehr. Aber geht halt nicht so einfach, wie ich mir das hier vorstelle. Aber wir versuchen es trotzdem. Wanner jetzt gegen Raum. Wanner hat ein bisschen Raum gegen Raum. Und wo ist er? Friedrichsson. Nein, da kommt Godowski an den Ball. Da hätte ich jetzt Friedrichsson gebraucht, aber der kommt dann natürlich nicht an den Ball. Dann kriegst du wieder den Spieler, den du auch nicht brauchst in dem Moment. Aber Listesch jetzt alleine. Zu spät, im falschen Moment auf Godowski. Also wir machen das gut. Das ist bislang die beste Halbzeit gegen Leipzig. Mal vom Pokal und von der Liga, ne? Verglichen ist das bislang eigentlich die beste erste Halbzeit. Aber Achtung, Leipzig kommt über Raum. Poso, Collins. Achtung! Und schon passiert's. Schon klingelt's. Kaum sage ich's. Die beste erste Halbzeit gegen Leipzig. Und dann kassieren wir direkt das 1:0 durch. Ich glaube, Openda. Ja, Openda. Hier, zack. Ganz einfach. Einmal durchgesetzt, dann der Ball in den Rückraum. Das, was ich eigentlich auch möchte. Es geht so einfach, die Tore zu schießen. Openda dann, da kann auch Ishii nichts machen. Und Sinamoi schon gar nicht bei dem Gewaltschuss. Machst du nix, bist du chancenlos. 9. Tor von Openda, 1:0. Gut, es nimmt seinen gewohnten Lauf. Aber wir müssen uns das natürlich nicht hier gefallen lassen. Wir wehren uns. Wir geben uns jetzt nicht hier geschlagen, weil wir wieder 1:0 hinten liegen. Das ist normal. Das darf passieren. Das wird auch noch öfter vorkommen, gehe ich von aus. Aber wichtig ist die Reaktion darauf.
Die wird es zeigen. Lukeba gegen Grudowski. Und Castaneda. Wir müssen halt auch irgendwann mal schießen. Jetzt zum Beispiel. Listic hat ein bisschen Platz. Und da ist er doch. Der Schuss. Der uns vielleicht hier wieder aufweckt. Das war schön gemacht. Schön strammer Schuss. Der hat kaum Effet. Der fällt wie ein Stein hinten fast rein ins Tor. Schade. Der hätte Gulaschi auch nichts machen können. Aber genau so, solche Szenen und davon gerne noch mehr und weniger. Oh, hinten, Achtung, Ouedraogo kommt, da kann Ishii auch nichts machen. Und der lupft vorbei. Der lupft kläglich vorbei. Normalerweise sind die immer drin. Das kommt wohl durch den neuen Gameplay-Patch wahrscheinlich, dass die jetzt auch nicht immer reingehen. Keine Ahnung. Nein, wahrscheinlich nicht. So, Remberg, außen Wanner wieder. Aber der ist zu lang, oder? Den kriegt Wanner nicht. Obwohl doch, bekommt er easy. So, wo sind jetzt die Männer, die ich brauche? Nein, da ist wieder der falsche. Castaneda kommt zwar ran, aber Fridjonsson. Vielleicht muss ich dem nochmal sagen, dass er in der Mitte bleiben soll. Läuft wieder blind einfach auf dem zweiten Pfosten. Oder nee, auf dem ersten Pfosten. Läuft dann einfach durch. Und auf einmal funktioniert da nichts. Aber es scheint so, als ob wir jetzt so eine kleine Drangphase haben. Leipzig zieht sich ein bisschen zurück. Ja, Ballbesitz ist bei uns. Machen wir gut. Spielfeld schön breit. Und dann werden sich die Lücken irgendwo ergeben. Hier, da sind die Lücken. Oh, jetzt pfeift er ab im Angriff. Oh, Schiri. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Aber du kannst doch nicht im Angriff abpfeifen. Naja, also gucken wir mal kurz drauf hier auf die Stats. Oh, fast 70, also ein bisschen über 70% Ballbesitz. 0,2 Expected Goals. Naja, da war der eine Schuss von Listic wahrscheinlich, der die 0,2 ist. Aber ich habe heute von den 3 Spielen bislang, die wir hatten gegen Leipzig, das beste Gefühl heute hier, dass was gehen würde. Sage ich jetzt und dann hinterher verliere ich wieder 5-0. Oh, Achtung, ich kriege keinen Verteidiger angewählt. Patov. Kommt auch nicht ran, aber Sinamoy. Der war Gott sei Dank nicht so hart und platziert, sonst wäre der auch wieder rein. Ja, ihr seht, Leipzig geht in Manndeckung, obwohl in der Mitte ist was frei. Ja, das ist nicht die Mitte. Das ist nicht die Mitte. Sinamoy. Das war leider nicht die Mitte. Achtung, Leipzig kommt über Ouedraogo. Oh, ja, kannst nichts machen. Son rüber gespielt, aber Sinamoy. Der kommt auch noch ran. Der muss rein. Das muss 2-0 stehen. Aber Gott sei Dank steht es noch 1-0. Schnell und direkt gespielt. Rüber gesweatet von Openda. Aber der war dann doch ein bisschen zu leicht gespielt. Auf die leichte Schulter vielleicht genommen. Keine Ahnung. Leipzig kommt über Haidara. Hernandez, ey, guckt euch an, wenn die noch alles haben. Da können wir halt nicht mitteilen, das ist so. Aber vielleicht in 3-4 Jahren, wenn unsere Jugendspieler sich ja auch so weit entwickelt haben, vielleicht sind wir dann auch so weit, dass wir Leipzig in die Schranken weisen können. Momentan leider noch nicht. Aber Chance ist noch da. Grudowski, schöner Ball. Und jetzt hat Fridjonsson die große Chance. Oh, da muss ich noch ein paar Meter gehen. Da ist dann die Lücke einmal gewesen und dann versiebe ich das so kläglich. Was ist das denn? Ouedraogo? Gibt uns warum auch immer einen Eckball. Okay. Dann müssen wir das jetzt ausnutzen. Ne? Geschenke nimmt man ja bekanntermaßen gerne an. Und hoffentlich auch. Da ist wieder Fridjonsson und Castaneda. Ja, wir sind da. Schöner Kopfball an den Pfosten und dann ist es Castaneda, der wahrscheinlich auch noch den Pfosten streift. Ja, erst Gulaschi und dann so ein bisschen der Pfosten. Schade, schade. Nächster Eckball, diesmal von der anderen Seite. Die kommt wieder gut, Grudowski. Ja, und Ishii bleibt mit vorne. Na klar, Innenverteidiger bleibt mit vorne. Wanner, wer löst sich jetzt? Da ist Ishii. Ja, schon bezeichnet, wenn der Innenverteidiger mit nach vorne kommt und auch eine Chance hat. Aber warum nicht? Jetzt wird es eine offenere Partie, glaube ich. Ja, offen heißt auch hinten. Schön vorsichtig sein, sonst ergeben sich da zu viele Lücken. Achtung, Son ist da. Patov kommt zur Grätsche. Perfekt. Die war wichtig, sonst wäre Heuminson da durch gewesen. Oh, schlechter Ball. Junge, was ist das denn? Ishii gegen Elmas. Achtung, Ishii ist da. Ist da. Perfekt. Gewinnt den Zweikampf. Und unten, ganz unten, kriegt er den auf Wanner. Das ist das, was ich gemeint habe. Wir stehen sehr, sehr gut vorne. Wanner gegen Hernandez. Jetzt muss er rein. Wanner. Wir haben die Chancen. Wir machen sie aber nicht. Und gerade heute, also heute ist Leipzig von den 3 Spielen, wie gesagt, am schwächsten. Besonders in Halbzeit 2. Das müssen wir doch jetzt nutzen. Grudowski, nächste Chance.
Nochmal Ischi, nochmal Remberg. Schöner Ball, der ist lang in der Luft und Castañeda wäre rangekommen. Es ist so ein ganz typisches Spiel wahrscheinlich. Kommen die Leipziger dann noch einmal vor unser Tor und machen dann das 2-0. So ab der 85. oder 88. Aber bis dahin haben wir noch Zeit. Und wir spielen echt gut. Also klar, die Fehler dürfen sich jetzt hier natürlich nicht häufen. Genau diese Fehler darfst du nicht machen und schon kriegst du das zweite. Wie habe ich auch öfter gesagt, das lernt man schon in der F-Jugend, dass man vorm Tor oder vorm eigenen Strafraum nicht quer spielt. Das habe ich gemacht. Ich habe quer gespielt, aber da war ja eigentlich einer. Da war ja auch eigentlich ein Mitspieler, der den Ball hätte aufnehmen können. Aber der Ball, der kam dann hier. Ja, zu sehr in den Rücken rein und Openda, der lässt sich das natürlich nicht nehmen. Und für Sinamoy gibt es da nichts zu machen. Ja, schade. Wir bringen uns hier um das gute Spiel, was wir haben. Es hätte eigentlich längst 1-1 stehen müssen. Jetzt steht es 2-0 für Leipzig durch den Fehler, der halt passieren kann. Gar keine Frage. Wenn ich es halt immer rausspielen will, aber irgendwann darf so ein Ball auch gerne mal ankommen. Jetzt dürfen wir halt aufpassen, dass wir nicht hier noch 2 Dinger kriegen. Also 4-0 heute, das wäre auch wieder ein Witz. Aber gut, dann ist es so. Dann sind wir selber schuld. Aber wir haben vielleicht noch... Jongas im Abseits. Ja. Wir haben vielleicht nochmal die Gelegenheit. Ich werde jetzt nochmal alles nach vorne werfen. Ich werde nochmal alles riskieren. Ich werde hier bei der Taktik auch nochmal alles nach vorne werfen hier. Ja, aggressiv. Profi-Rollen gucke ich auch nochmal. Falsche 9 auf keinen Fall. Stoßsturm-Profi, Innensturm-Profi, das ist okay. Können wir hier vielleicht noch was machen? So ein Box-to-Box-Spieler. Haben wir auch Box-to-Box. Flügelverteidiger. Können wir da auch nochmal was anderes machen? Offensiver Flügelverteidiger. Bei Poso glaube ich genauso. Machen wir jetzt einfach. Ja, dann sind wir ein bisschen offensiver. Dann wird es eine Zweierkette. Vorne dann mit 4 Mann. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Was anderes bleibt mir einfach nicht übrig. Hier außen kann ich auch nochmal was machen. Kaba, aber vorne sieht es halt sehr, sehr mau aus. Da brauche ich Fridtjonsson. Das ist halt das Leid, wenn du vorne nur Fridtjonsson hast als Stoßstürmer. Keinen anderen Ersatz, der ein bisschen schneller ist. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall nachlegen im Sommer. Sofern wir denn bei Münster bleiben sollten. So, jetzt bin ich gespannt. Viertelstunde mit Nachspielzeit. Was machen wir jetzt hier noch? Grudowski, Remberg, ja, hält den Ball gut. Fridtjonsson, genau, den Laufweg brauche ich jetzt von dir. Gut gemacht, Fridtjonsson kommt ran, na bitte. Und Ball mitnehmen und 2-1. Es geht doch. Solche Bälle müssen wir viel häufiger spielen, aber wir kommen gar nicht in diese Situation. Aber es kann ganz einfach sein. Zack, mit einem hohen Ball die Abwehr ausgeben und dann dank seiner Größe, Fridtjonsson, wenn er 10 cm kleiner wäre, hätte er das nicht machen können. Vorbei, zack, über Gulaschi drüber. Und es steht nur noch 2-1. Wichtig, auch kurz nach dem 2-0. So, und jetzt bin ich gespannt. Openda. Nicht mit seinem dritten. Reicht, wenn er 2 gemacht hat. Aber der ist unglaublich schnell. Der ist unglaublich auch zweikampfstark. Hat gar nicht so einen wuchtigen Körper. Weiß dann aber gut einzusetzen gegen seine Gegenspieler. Aber das ist auch wieder hier riskant, was wir machen. Kaba macht das auch. Vorne geht Leipzig jetzt noch mal ein bisschen mehr drauf. Mit Son, mit Openda. Und dann gibt es ja auch irgendwo die Lücken. Da oben, Grudowski, hopp, gegen Estupiñán. Der ist auch nicht langsam. Und vorne Fridtjonsson. Müssen wir noch mal ins Spiel kriegen. Fridtjonsson! In alter Horst Rubisch-Manier. Mit dem Hinterkopf, aber da hat er leider keine Kraft hinterbekommen. Jetzt sind es noch 5 Minuten. Alles oder nichts. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Grudowski. Oh, schade, der Ball, der wäre angekommen, wenn er denn am Gegner vorbeigegangen wäre. Jetzt kommt Leipzig über Estupiñán. Oh, das wird nicht mehr klappen, oder? Warte mal. Ja, Eckball wahrscheinlich, ne? Ja. Also, es sieht so aus, als würde Leipzig auch das 3. Spiel in der Saison gegen uns gewinnen. Aber diesmal wirklich sehr, sehr knapp. So knapp, obwohl es vom Ergebnis ja auch gleich war, waren die anderen Spiele nicht. Achtung! Aber es hat auch wieder ein 2-1. Es fehlt nicht viel. Wie gesagt, wir können gegen jeden mithalten, außer gegen Dortmund und gegen die Bayern offensichtlich. Aber auch gegen Leipzig, gerade gegen Leipzig. Dass wir da 3-mal wirklich gut mithalten, jeweils immer 2-1 knapp verlieren.
Das zeigt, dass es in die richtige Richtung geht, aber dass wir halt dann den nächsten großen Entwicklungsschritt gehen müssen. Leipzig kommt nochmal. Die werden das jetzt hier zu Ende spielen. Oder haben wir vielleicht noch eine Chance? Das wird wahrscheinlich jetzt die letzte Chance sein. Friedjonsson, Wanner, der muss aber irgendwie nach vorne. Auf die Außen, ja, das war's. Der hätte durchkommen müssen. Der hätte ankommen müssen. Das war die letzte Chance. Son mit der Entscheidung. Ja, und da haben wir wieder diesen kleinen Unterschied. Wenn ich den Ball nach außen kriege, habe ich 2 Leute auf dem Flügel, die dann nochmal lang sprinten können. Und dann kriegen wir nochmal die Chance. So kommt aber der Fehlpass zustande und somit dann auch Heung-min Son, der sich noch eintragen darf in die Torschützenliste. Das war dann klar. Also als der Ball verloren war, war mir klar, dass wir das nicht mehr gewinnen. Dass wir die Chance nicht mehr kriegen. Ich habe gedacht, er pfeift ab, aber Son setzt sich hier dann nochmal durch. Macht zwischendurch nochmal einen Skill und ja, vorbei an Sinamoy. Also es geht auch das dritte Spiel verloren gegen Leipzig. Es war wirklich knapp. Obwohl es vom Ergebnis her nicht so aussieht. Ich finde, vom Spiel her war das Beste in der Saison gegen Leipzig. Aber da kannst du dir halt auch nichts von kaufen. Verloren ist verloren. Und die Punkte müssen wir halt woanders holen. Und das werden wir auch früher oder später wieder machen. Oh, nur Auswärtssiege fast. Ne, Union hat 1 zu Hause gegen Bremen gewonnen. Aber ansonsten alles nur Auswärtssiege. Und jetzt, oh, Leverkusen. Das ist natürlich jetzt die nächste Hausnummer. Aber auch da haben wir gut mitgehalten. Isaichi. Ich weiß, dass da noch mehr kommt. Ich glaube, wir kriegen jetzt auch das erste Update aus Ägypten. Ne? Wir haben ja gleich den 17. Da müssen wir dann auch mal reinschauen. Oder haben wir sie sogar schon? Ne, Finnland. Möchte mich... Nee. Sorry. Nee. Ablehnen. Auf keinen Fall. Ich soll das Viertelfinale erreichen. Junge, was haben die für eine Truppe? Da müssen die ja voll die gute Truppe haben. So. Scouting-Berichte irgendwo verfügbar? Ne, noch nicht. Aber müsste eigentlich gleich soweit sein. Ja. Dann gucken wir uns das nochmal an, was da aus Ägypten jetzt gekommen ist. Und dann ist Leverkusen auch schlagbar. Da haben wir auch nur durch einen individuellen Fehler verloren. Ja, Sinamoy hat in der Hinrunde da einige unfassbare Dinger gehalten. Gut, die haben die letzten 5 Spiele nicht verloren. 3 davon gewonnen. Boniface, Onyeka, Hofmann. Auch viel Qualität. Auch eigentlich nicht auf unserer Höhe und in unserem Bereich. Aber wir probieren es trotzdem. So, Scout-Bericht aus Ägypten. Ich hoffe, dass es geht. Ja, wir haben 3 Leute. El Shami, Abbas und Suleiman. Ja, das ist das Problem. Die sind jetzt nicht so, obwohl, warte mal, er hier vielleicht, Suleiman. 8400, 8000, 7700. Gut, man muss ja aufs Potenzial gucken. Aber da würde ich jetzt spontan erstmal ablehnen. Der Adrian Schwabe, der hat eine gute Einschätzung, aber der findet halt nicht so viel. Ja, der hat halt nur 2 Sterne beim Suchen, sage ich jetzt mal, oder beim, sagen wir, an der Vielzahl der Leute. Achso, jetzt haben wir hier noch ein paar Japaner. Ja, aber ich kann ja nicht nur... Oh, der ist auch hier gut. Naoki Shimizu. Ja, wir haben leider nicht die Mittel dafür. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein guter gewesen. Wie gesagt, ich kann mir hier 3 Mannschaften aufmachen mit Jugendspielern. Das geht halt leider nicht. Bei den Serben genauso. Da sind bestimmt auch noch ein paar gute Leute mit dabei. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht so viele holen. Das geht nicht. Außer ich muss ein paar Jugendspieler dann verschäbeln. So. Ja, Jugendturnier, gut. Gehen wir mal kurz rauf auf die Tabelle. Das sieht auch noch gut aus. 34 Punkte. Wir stehen mitten im Kampf um die internationalen Plätze. Wir haben nur 3 Punkte Rückstand auf Gladbach. Wir haben natürlich ein beschissenes Torverhältnis. Ne? -4. 22 Tore nur geschossen. Das sind mit die wenigsten. Ich glaube, selbst der letzte. Ja gut, Hoffenheim hat auch 22 geschossen. Aber wir haben halt auch nur 26 Gegentore. Das ist mit am wenigsten von denen, die da oben drin stehen. Ist halt wie es ist. Wir fighten uns da irgendwie durch. Wir ziehen uns hoch, bis wir den Klassenerhalt rechnerisch sicher haben. Den haben wir eigentlich schon sicher. Aber so ein internationaler Platz wäre ja auch nicht ganz schlecht. So, also, zu Hause gegen Leverkusen wird es hoffentlich wieder besser. Mit einem Sieg eventuell. Schauen wir mal. Macht's gut. Ciao, ciao.